Herzlich willkommen im Kapitel Mentales Setting. In diesem Kapitel werde ich dir zeigen, dass du dein Gehirn nicht nur zum Denken nutzen kannst. Was macht denn unser Gehirn eigentlich? Unser Gehirn macht zwei Sachen. Auf der einen Seite sendet es ständig Frequenzen in unserem Körper aus. Also unser Gehirn ist ein Frequenzerzeuger und diese Frequenzen durchdringen unser Gehirn und kommen somit bei allen Zellen an. Auf diese Weise werden unsere Zellen gesteuert. Zellen werden somit nicht nur über Ionen, also zum Beispiel Magnesium-Ionen, sondern auch aktiv über Gehirnfrequenzen gesteuert. Das passiert unbewusst und ohne, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Auf der anderen Seite laufen in dem Gehirn aber auch sogenannte Programme, wie ich es gerne nenne, ab. Was sind die Programme? Die Programme können zum Beispiel sein, wenn wir Auto fahren und ein Tier läuft über die Straße, dass wir automatisch bremsen. Das haben wir uns antrainiert. Ja? Jeder, der in Deutschland einen Führerschein gemacht hat, musste eine Prüfung ablegen und in der Prüfung oder vor der Prüfung musste er öfters stark bremsen üben, sodass dieser Automatismus in das Unbewusste übergeht. Von diesen Programmen gibt es jetzt aber auch welche, die vermeintlich im ersten Blick von Vorteil sind, aber auf den zweiten Blick uns eher hindern. Was könnte das zum Beispiel sein? Beispiel, wenn uns jemand kritisiert. Ja? Jemand sagt zu dir irgendetwas, was du nicht toll findest. Das könnte zum Beispiel sein, dein T-Shirt gefällt mir nicht. Rein sachlich betrachtet könnte das ja eigentlich auch nur eine Aussage sein, dass ihm einfach die Farbe nicht gefällt. Jetzt kann man das aber auf die persönliche Ebene überspiegeln und sagen, der hat mich kritisiert. Und auf einmal springt ein Muster an. Und zwar das Verteidigungsmuster. Das heißt, normalerweise könnte man ja antworten, warum gefällt dir denn die Farbe nicht? Warum gefällt dir denn das T-Shirt nicht? Aber viele Menschen neigen dazu, in dem Moment dann zu sagen, ja, aber deine Schuhe sind auch hässlich. Das heißt quasi, aus diesem vermeintlichen Angriff von außen kommt sofort eine Gegenangriffsmaßnahme zum eigenen Schutz. Und das ist ein Programm. Und das kann man natürlich jetzt auch in Situationen übertragen, wo es gefährlicher ist. Zum Beispiel, wenn der Chef etwas sagt, was einem nicht gefällt und man dann zum Beispiel wütend wird und dem Chef was an den Kopf wirft, was man hätte vielleicht lieber sein lassen sollen. Und genau über diese Programme geht es im ersten Teil des mentalen Settings. Das Wichtigste, was es über diese Programme zu wissen gibt, ist, dass sie editierbar sind. Also wie in der Programmierung. Man kann die Programme quasi umschreiben, neu definieren, überschreiben. Wie funktioniert das in der Realität? Neuroplastizität ist der Fachbegriff dafür. Also das heißt quasi die Vernetzungen im Gehirn, die Neuronen können beliebig miteinander neu verknüpft werden. Heißt, in der ersten Stufe müssen alte Vernetzungen aufgehoben werden und in der zweiten Stufe können neue Vernetzungen gebildet werden. Somit ist jegliches Programm editierbar. Bevor wir in die Editierung eingehen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, warum diese Programme so intensiv sein können und warum deren Auswirkung auch so weitreichend ist. Sobald wir denken, entsteht oftmals ein Wunsch nach irgendetwas, das in eine Tat übergeht. Ja? Zum Beispiel, ich habe Hunger, ich hole mir ein Eis. Aus dieser Tat wird eine Bewegung. Und dadurch, dass wir uns schon in Bewegung setzen, schüttet der Körper Hormone aus. Also wichtig ist zu verstehen, dass quasi aus einem Gedanken über eine Tat eine Hormonausschüttung stattfindet. Die Hormonausschüttung kann stattfinden dadurch, dass wir uns zum Beispiel bewegen oder aber auch, dass uns ein Gefühl hochkommt. Zum Beispiel, sobald ich das Eis im Mund habe, wird es schön. Das heißt quasi, bevor wir das Eis essen, schütten wir schon Glückshormone zum Beispiel aus. Und das Entscheidende bei Hormonen ist, dass das wirklich chemische Botenstoffe sind. Also unsere eigenen Körperhormone
können wir eigentlich auch gleichsetzen mit den Hormonen, oder mit den Molekülen, wie sie in Drogen vorhanden sind. Und genauso lange halten diese Hormone auch an. Das heißt, sobald der Körper einmal Hormone ausgeschüttet hat, sind die im Körper vorhanden. Beispiel ist auch Adrenalin. Ja? Sobald du wütend bist, kannst du nicht innerhalb von einer Sekunde wieder super locker sein und dich entspannen und über das Ganze lachen, sondern du musst erst diese Hormone abbauen, bis du über die Situation lachen kannst. Und diese Hormone im Körper steuern uns und prägen aber auch gleichzeitig die Schaltbahnen in unserem Gehirn. Also das heißt, über den Gedanken, über die Tat, über die Hormonausschüttung werden gewisse Regionen im Gehirn wieder verstärkt. Das ist ein Kreislauf. Und dieser Teufelskreis führt quasi dazu, dass wenn ich Dinge tue, die immer wieder negative Hormone ausschütten, mich immer wieder dazu bringen, negativ zu denken und dann wieder Tätigkeiten durchzuführen, die negativ sind. Das schönste Beispiel ist Sorge. Ja? Ich sorge mich, dann tue ich Dinge, die dieses Sorgenverhalten unterstützen und dann schütte ich Hormone im Körper aus und durch diese Hormone werden diese Gehirnregionen verstärkt, in denen ich mich sorge. Das heißt quasi, in den Regionen, in denen ich mich sorge, die sind stärker miteinander vernetzt als andere Gehirnregionen. Das heißt, ich kann mich generell leichter sorgen. Und die Kunst ist quasi jetzt, wie breche ich aus diesem Kreislauf aus? Der aus meiner Sicht einzige Schlüssel, der wirklich effektiv hier anzuwenden ist, ist die Wahrnehmung. Das heißt, sobald du merkst, dass du dich in diesem Kreislauf befindest, musst du es wahrnehmen, um es aktiv zu verändern. Ich erläutere das jetzt nochmal an dem Beispiel Stress und Essen. Ist einer der Klassiker in unserer Gesellschaft. Kenne ich persönlich auch. Sobald man gestresst ist, kommt ein Gefühl von Hunger auf. Das heißt, Stress erzeugt aktiv Hunger. Ich esse, das heißt quasi, während ich gestresst bin, esse ich. Das heißt, mein Kopf verknüpft Essen mit Stress. Somit haben wir den Teufelskreis geschlossen. Das heißt, Stress wird mit Essen verknüpft. Wie komme ich da jetzt raus? Ich muss wahrnehmen, dass das so ist. Ja? Das heißt quasi, sobald ich gestresst bin, das Hungergefühl aufkommt und ich esse, muss ich mir in dem Moment bewusst machen, wo ich esse ich jetzt wirklich, weil ich Hunger habe? Oder esse ich nur, weil ich gestresst bin? Und am Anfang ist es mit Sicherheit nicht einfach, weil das sehr gut miteinander verschwommen ist und quasi unsere Gehirnregionen ausgebaut sind. Aber das ist die Kunst dabei, quasi sich jedes Mal zu fragen, wenn man isst, ob das wirklich ein Hungergefühl ist oder ob das nicht nur eine Beschäftigung ist. Es könnte auch ein Ablenkungsmechanismus sein. Ja? Zum Beispiel, ich sorge mich und ich esse. Ist auch ein Klassiker. Das heißt, der erste Schritt ist Wahrnehmung. Der zweite Schritt ist das aktive Einschreiten, also sich dagegen zu entscheiden, auch wenn der Essensteller schon voll ist. Wieder in den Kühlschrank und wirklich erst dann essen, wenn man Hunger hat. Und der dritte Schritt ist, am Ende des Tages sich bewusst machen, wann man quasi neu gehandelt hat. Also wann man erfolgreich ein altes Programm gestoppt hat und dieses Gefühl, diesen Moment nochmal hochkommen lassen, um dieses Netzwerk, diese Vernetzung im Gehirn dann maßgeblich auszubauen. Das kann in der Meditation passieren, das kann aber auch einfach in einem normalen, wenn man einfach dort sitzt und den Tag reflektiert. Und diese Momente herausnehmen und wirklich sagen, wow, ich bin stolz auf mich, dass ich hier eingeschritten habe, dass ich den Teller nicht gegessen habe, ja? Dass ich gemerkt habe, dass ich gestresst war und deswegen essen wollte. Und mit dieser Dreierkombination ist es möglich, Stück für Stück diese mentale Programme zu überschreiben. Natürlich
mag jetzt der eine oder andere sagen, boah, das klingt ja erstmal anstrengend und es ist ja relativ viel Arbeit. Das ist richtig. Man darf aber auch nicht vergessen, wie lange sind diese Muster schon geprägt und wie lange sind diese neuronalen Netzwerke schon da. Weil ich tippe mal, die Verknüpfung Stressen und Essen ist nicht erst in den letzten 3 Wochen entstanden, sondern wahrscheinlich irgendwo in deiner Kindheit oder vielleicht von Anfang an von deiner Geburt, dass du es quasi kopiert hast als eine Technik oder als ein Verhalten von deinen Eltern oder deinen Großeltern oder Freunden. Aber ich möchte es hier nochmal untermauern, es ist die Chance, wirklich nachhaltig was zu verändern. Weil wenn die Programme mal geändert sind, sind die geändert. Und die alten Programme gibt es dann nicht mehr. Deswegen nimm dir die Mühe und fokussiere dich auf die Momente, auf die Taten im Leben, die du ändern möchtest. Nimm sie wahr und verändere sie. So. Und jetzt kommen wir zum Profi-Tipp in diesem Kapitel. Macht euch mal bewusst, dass euer Gehirn ständig elektromagnetische Wellen in den Raum sendet. Das heißt quasi, euer Gehirn sendet ausgehend vom Thalamus in den Raum elektromagnetische Strahlung. Am Ende des Tages ist alles elektromagnetische Strahlung. Das heißt, im Universum existiert neben der elektromagnetischen Strahlung nur noch eine Strahlungsart und es ist die Gravitation als Gravitationswellen. Das heißt quasi, egal ob das Licht ist, radioaktive Strahlung, geopatogene Strahlen oder auch die Materie an sich, am Ende ist alles elektromagnetische Strahlung. Richtig spannend wird es jetzt, wenn man dieses Wissen mit dem elektromagnetischen Strahlung mit dem Experiment des Doppelspalts kombiniert. Im Doppelspaltexperiment, kurzum gesagt, werden Elektronen durch eine Elektronenkanone geschossen und werden dann durch 2 Spalte durchgejagt. Und abhängig davon, ob man die Elektronen beobachtet als Mensch oder nicht, verändern die ihren Zustand. Beobachtet der Mensch quasi die Elektronen, das heißt durch Messtechnik, dann kommen die Elektronen als Materie hinten an. Das heißt quasi, man hat nur 2 Spalten. Beobachtet der Mensch das Experiment nicht, das heißt quasi, werden keine Messungen durchgeführt, sind hinter dem Doppelspalt keine 2 Spalten, sondern unendlich viele Spalten. Man hat ein Interferenzmuster. Und jetzt kommt das Verrückte. Das heißt, die Elektronen sind nicht als Materie angekommen, sondern als reine Wellenfunktion, als reine Energie. Kurzum, dieses Experiment ist schon zigtausendmal durchgeführt worden. Und das beweist, dass der Verstand dafür sorgt, ob Elektron als Materie oder als Welle vorkommt. Wie verrückt ist das denn? An manchen Tagen überfordert mich dieser Gedanke selbst, weil Ableitungen daraus sagen, zum Beispiel, dass Elektronen keine Zeit kennen. Also das Elektron, wenn es aus der Elektronenkanone rausgeschossen wird, weiß schon, bevor es losfliegt, ob es am Ende der Messstrecke beobachtet wird durch einen Menschen oder nicht. Und wenn es eben beobachtet wird, fliegt es als Materie los. Und wenn es nicht beobachtet wird, fliegt es als Energieform los. Und da wir ja alle aus Atomen und Elektronen aufgebaut sind, kann man sich somit die Frage stellen, was ist Zukunft? Elektronen kennen ihre eigene Zukunft. Heißt es quasi auch, dass wir unsere eigene Zukunft kennen? Die Physik, die Quantenphysik, gibt darauf viele Antworten. Ja? Auf der einen Seite gibt es die Theorien, dass man sagt, es gibt Multi-Universen, also dass mehrere Universen nebeneinander existieren. Es gibt die Theorien, dass es quasi neben unserer Dimension noch eine Spiegeldimension gibt, wo quasi auch maßgeblich noch Antimaterie und Materie vorhanden ist. Und dahinter quasi das Zentrum von allen, also das, was in vielen Religionen als Gott bezeichnet wird. All das beruht auf diesem Experiment, diesem Doppelspaltexperiment. Kommen wir zurück zu unserem Thema, mentales Setting. Was heißt das für uns? Für uns heißt es, dass unser Gehirn quasi ständig elektromagnetische Strahlung erzeugt und diese elektromagnetische Strahlung
in die umgebende Materie eindringt und somit in diese Materie, da die ja auch nur elektromagnetische Strahlung ist, mit denen interferiert. Experimente haben gezeigt, dass wenn man seinen Emotionszustand hochfährt, das heißt quasi, wenn man sich positiv fühlt, ja, also wenn man sagt, ja, mir geht's gut, ja, das Leben ist toll, also wenn man diese Emotionen hochfährt, dass die Amplituden, die Stärke unseres Gehirns zunimmt. Das heißt quasi, mit Gefühlen verstärken wir die Amplituden unserer Gehirnfrequenzen. Und daraus resultiert eine Technik, die man vor allem im NLP anwendet, also quasi in Techniken, die sich damit beschäftigen, wie erzeugt man seine eigene Zukunft? Wie definiert man seine eigene Zukunft? Und die möchte ich noch mit euch teilen. Ihr müsst euch quasi vorstellen, wie die Zukunft ausschaut und fühlen, wie die Zukunft ausschaut. Heißt im Kontext, ich bin Erfinder. Ja? Ich liebe es, Erfinder zu sein. Deswegen nehme ich mir Beispiele von anderen Erfindern, ja? Oder von anderen Menschen, die große Ideen hatten. Das kann Albert Einstein sein oder auch in der neueren Zeit Elon Musk. Das heißt quasi, wenn ich mir vorstelle, wie ich in der Zukunft sein möchte, dann stelle ich mir vor, oh ja, ich hab schon eine neue Idee entwickelt. Ja? Ich habe zum Beispiel einen neuen Qi-Won gebaut, der so noch nicht auf dem Markt war. Ja? Und ich stelle mir wirklich real vor, wie fühlt sich das an, wenn ich das Produkt in der Hand habe. Ja? Welche Mehrwert hat es für den Nutzer? Ja? Wie fühlt sich das an, wenn ich den Qi-Won in der Hand halte? Wie ist die Oberfläche? Wie ist der Energiefluss in dem Produkt? Ja? Wie ist die Optik? Welche Blaupausen habe ich dazu aufgemalt? Ja? Und das fühle ich und stelle ich mir so stark vor, wie als wäre es jetzt schon real. Und je mehr ich quasi das fühlen kann, je mehr ich das mit diesen Emotionen auflade, desto stärker wird quasi gleichzeitig meine Gehirnwellen, die in die Umgebung schießen. Und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft quasi sich diesem Ideal annähert. Das ist zumindest das, was die Hypothese der multidimensionalen Universen in der Quantenphysik zulässt. Okay, vielen Dank. Das war's mit dem Thema mentales Setting und wir sehen uns morgen im nächsten Kapitel.